Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Eine neue Woche startet und wir befinden uns wieder auf dem Main, um zu gucken, was wir diesmal für wöchentliche Aufgaben haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon bereits jetzt in dem Moment gesehen und auch schon erfüllt. Aber es sind wieder neue Sachen am Start, neue Events zu erledigen und das sind diesmal die Aufgaben für diese Woche. Kaufrausch. Ja, das war der Titel, den ich zuerst gelesen hatte und da habe ich mir so gedacht, oh nein, jetzt sieht man hier schon die Pilze und nein, muss man jetzt Pilze dafür ausgeben. Das wäre natürlich, ja, nicht, sag ich mal, so schön für den einen oder anderen, für gar keinen eigentlich. Wer mag schon gerne Pilze ausgeben, so, ne? Also, ja, um seine Aufgaben zu erledigen, so und dann, ja, ist mir direkt auch diese Aufgabe hier ins Auge gestochen, hier 20 Pilze ausgeben. Das ist wahrscheinlich auch so die härteste Aufgabe von den Vieren, die man hier zu erfüllen hat. Der Rest geht einigermaßen. Also ich muss sagen, ich finde es echt schön, dass auch hier ein bisschen für Abwechslung gesorgt wird. Das ja, sorgt so ein bisschen für frischen Wind, sag ich mal. Die Aufgaben kriegt man auch innerhalb von den 3 Tagen, 4 Tagen, denke ich mal, auch einigermaßen gut erledigt. Und wenn man jetzt nicht alles an einem Tag schafft, hat man trotzdem noch den Rest der Woche Zeit, um den Rest auch noch hinzubekommen. Und ja, generell ist jetzt noch keine Aufgabe so da gewesen, wo ich so sage, oh nee, die muss jetzt absolut nicht sein. Das ist jetzt so die erste, wo ich so sage, okay, ja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Aber wir hatten bei jeder wöchentlichen Aufgabe hatten wir bisher immer so eine dabei gehabt, die mag wahrscheinlich niemand so ganz gerne von uns machen. Ne? Das ist für den einen vielleicht mal die, für den anderen ist das die Aufgabe. Ich denke mal, für die meisten ist es jetzt diese hier, weil der Rest ist noch relativ überschaubar. Obwohl ich sagen muss, 160 Millionen Gold im Läden ausgeben, ist jetzt auch nicht so geil tatsächlich, weil das ist auch einiges an Gold, was da flöten geht. Was bekommen wir hier? Wieder 50 Lucky Coins, 320 Millionen Gold und wieder das Free Bier und 80 Mille. Ja, ansonsten 20 Mal neue Ware in Laden anfordern, 20 Sanduhrens im Zauberladen kaufen, das können wir fast direkt als erstes machen und 160 Millionen Gold für das Steigern von Attributen des Charakters ausgeben. Das machen wir mal noch davor. Ich denke mal, das ist mit das Einfachste, was wir jetzt hier machen können. So, mal gucken. Ja, das reicht schon hierfür. Zack, da haben wir die erste Kiste schon mal angefordert, beziehungsweise schon erledigt. So, dann 20 Sanduhren im Shop kaufen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil jetzt gerade Sanduhren-Event war. Ich habe auch frisch aufgestockt. Immer so auf 10.000. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht hier so ein Paket bekommen. Ich weiß nicht, das 3,7 Millionen. Das gebe ich sonst normalerweise, will ich das nicht ausgeben, weil es ist natürlich auch gut Gold, was hierbei flöten geht, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt haben wir ein Epic tatsächlich hier außerhalb des Epic-Events und 20 Mal neue Ware im Laden anfordern. Da zählt das Pilzen jetzt schon direkt dazu, ne? Also gut, muss man ja blättern dafür und ich dachte, man muss hier für 20 oder irgendwie 20 Pilze ausgeben oder so, um Sachen zu kaufen, das wäre ja noch obskruser gewesen, aber das 20 mal neue Ware, ja, das kriegen wir ja innerhalb schon der Blättereien hin, die wir jetzt hier für die Sanduhren benötigen und dann machen wir das mal auch direkt. Also was ist das denn? Hä? Wir haben doch gar kein Epic-Event. Ich bekomme mehr Epics als beim Epic-Event, WTF. Ja, dann gucken wir noch einmal hier nach der 10er Sanduhr, zack, und dann haben wir die auch direkt fertig und somit ja, schon die Sachen erledigt. Es ist natürlich auf jeden Fall mit Pilze steht das in Verbindung, ne? Das ist ganz klar, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Alternativ, gut, ja, das war das gewesen, was ich jetzt dachte bei dem anderen, dass man halt hier eben, okay, man hätte sich hier, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so die Free-to-Play-Variante sein, das werden wahrscheinlich viele von euch machen, die Free-to-Play unterwegs sind. Und zwar hier halt 160 Millionen Gold im Laden ausgeben. Was man machen kann, und das würde ich euch wahrscheinlich auch empfehlen, ist, wenn wir jetzt mal hier so einen Pot nehmen. Das kann man machen. Dann kann man sich so ein bisschen, zählt das? 100, ja, ich glaube, das zählt, ne? 12,5, das hatten wir vorher nicht. Wir nehmen nochmal einen Ausdauertrank. Ja, 17,5.
Da würde ich euch empfehlen, wahrscheinlich dann eher so die Pots rauszukaufen. Und die Sanduhren haben da ja auch schon mit dazu gezählt. Ne? Also ich denke mal, das kann man auch innerhalb von den Tagen erreichen. Und man muss halt nur gucken, dass man vielleicht hier oder da mal einen Pilz ausgibt, weil man muss schon sehr lucky sein, dass man jetzt innerhalb von den paar Tagen ohne zu rollen hier die Sanduhren bekommt. Das ist aber auf jeden Fall die erste Aufgabe, wo man definitiv ein paar Pilze ausgeben muss, um halt eben die Sachen zu bekommen. Ja, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr bisher so generell diese Wochenaufgaben findet, die so jede Woche kommen. Und speziell jetzt bei dieser hier, weil man halt eben dafür halt eben ein bisschen angehalten ist, um Pilze auszugeben. Geht ja nun mal nicht anders. Ne? Ansonsten sehe ich hier jetzt keine Möglichkeit, hier das System zu dribbeln. Also hier ist Pilz ausgeben Pflicht. Das kann man Free-to-Play schaffen. Ja, und das wird schwer. Also man kann es easy schaffen. Man könnte halt stumpf hier jetzt die ganzen Sachen hier für 10 Mille rauskaufen, aber es macht natürlich keinen Sinn, weil man da natürlich sehr viel Geld auch oder Gold halt liegen lässt, wenn man sich hier alles rauskauft und dann wieder verkauft oder so. Das ist wirklich nicht sehr sinnig, sag ich mal. Aber so kommt man halt hier an das Token ran. Und wenn das halt eben das entscheidende Token ist, was euch fehlt für Kiste 3, ja, ich weiß nicht, dann könnte es vielleicht sein, dass es worth ist. So muss man gucken, wie man am Ende der Woche halt hingekommen ist, so, ne? Was man bisher so geschafft hat, an Sachen aus dem Laden zu kaufen, bevor man halt eben Gold ausgeben muss, um die letzte Kiste zu bekommen. Ja, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche oder so. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Event-Aufgabenwoche, die wir jetzt haben. Ich glaube, das erste war... Da gab es irgendwelche Schmiederessourcen oder so, da musste man irgendwas mit einem Schmied, stand das irgendwie in Verbindung. Die zweite, was war die zweite gewesen? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Was war das? Ich hab's vergessen, ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwas mit Gold oder so? Nee, der Alzheimer kickt schon. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ging die auch noch klar, einigermaßen. Ich glaube, das war irgendwas so mit Alu spielen und Bier trinken oder so. Irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber die gingen auf jeden Fall noch fit, die Aufgaben. Bei der hier, die persönlich gefällt mir jetzt am wenigsten, muss ich sagen. Von denen, die wir jetzt so gesehen haben und bekommen haben, gefällt mir die jetzt persönlich so am wenigsten, muss ich sagen. Ja. Aber sehr gerne schreibt mir da mal eure Meinung zu in die Kommentare. Ne? Kann ja sein, klar, für die Pilzer. Ich versuche halt immer so an beide Seiten zu denken. So für die Pilzer ist es natürlich easy going, ihr habt es ja gesehen. Innerhalb von ein paar Sekunden hat man die Dinger fertig, so für die Woche. Ne? Und dann ist das ja easy peasy. Aber wenn man halt eben an die Free-to-Play-Spieler auch denkt, für die ist es halt eben nicht ganz so einfach, das Ganze hier zu bewerkstelligen innerhalb der Tage und sind auf jeden Fall dazu angehalten, entweder sehr viel Gold auszugeben oder halt eben ein paar angesparte Pilze. Ne? Ja, gut. Aber dann gucken wir mal weiter in den normalen Aufgabenbereich rein, dass wir hier heute auch relativ zügig fertig werden. Dann haben wir hier für heute und für die Woche nämlich schon mal soweit alles abgehakt und können beruhigt in die Woche starten. Ne? Dann haben wir hier das Wichtigste schon mal soweit erledigt. Alu klicken muss man nachher natürlich noch machen. Das darf man nicht vergessen, dass man heute 12 Bier zu trinken hat. Ne? Das hatte ich das eine Mal auch schon fast vergessen gehabt. Da hatte ich die Aufgabe gemacht, die Wochenaufgabe. Und dann hatte ich Stadtwache reingehauen. Da habe ich aber noch so dran gedacht, warte mal, du hast ja noch ein 12. Bier. Ne? Dann musste die Stadtwache abbrechen und das dann nochmal neu trinken. Beziehungsweise die Stadtwache neu starten, weil ich das nochmal trinken musste. Also das ist noch so ein bisschen ungewohnt, aber kriegt man auf jeden Fall auch hin. So, ansonsten gucken wir nochmal ganz schnell. Adventure-Matic kriegen wir auch abgeholt. So, was haben wir noch? Pets haben wir, glaube ich, schon gemacht heute. Ne? Ja, Unterwelt. Gut, machen wir noch schnell die Unterweltkämpfe hier und dann sind wir mit der Wochenaufgabe hier soweit auch erstmal fertig. Den Rest muss ich dann noch später am Tage machen. Zack, aber dann haben wir erstmal hier
soweit das Gold abgeholt. Es gibt gut Gold, ne, das muss man mal so sagen. Diese Wochenaufgaben hier und die täglichen, die man hier bekommt, das gibt schon echt gut Knete. Und on top halt das 12. Bier, was man auch noch trinken kann. Das ist schon echt nicht wenig, muss ich mal so sagen. Innerhalb von ein paar Minuten jetzt hier fast an 1 Million gekommen mit der Stadtwache zusammen. Das ist schon einiges. Dann können wir noch mal ganz kurz gucken, was die Hexe noch von uns will hier. Ein paar Handschuhe haben wir noch abzugeben. Und ja, dann haben wir hier schon wieder ganz guten Progress gemacht, würde ich sagen. Ich achte jetzt auch so ein bisschen immer drauf, das finde ich ganz spannend, durch den Webshop sieht man ja jetzt so auch meine Platzierung, wo ich mit meinem Main, mit dem Magier hier im Hauptattribut stehe. Und da habe ich jetzt von der Zeit, wo ich euch, oder wo die Webseite gibt, bis jetzt habe ich, glaube ich, einen Platz oder so gut gemacht. Ne? Also das ist ein Grind, aber ich achte da jetzt auch so ein bisschen drauf. Ne? Man muss natürlich, klar, wenn man da sehr weit oben mitspielen will, um in der Rangliste oben zu stehen, muss man natürlich ein hohes Hauptattribut haben. Ne? Man muss natürlich dann ziemlich Glass Cannon gehen, aber ich habe ja sowieso erstmal vor, mindestens auf 400.000 Intelligenz zu gehen. Ja, und dann gucken wir mal weiter, wie es aussieht. Ob ich dann Ausdauer nachziehe oder ob ich dann erstmal auf 450 gehe. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, das muss ich dann spontan sehen. Ne? Mal gucken, wie es aussieht. Ja, guti. Dann war es das erstmal soweit für die Folge heute. Und die Wochenevents haben wir abgearbeitet. Ne, mal schauen, was es nächste Woche wieder so gibt. Jetzt heißt erstmal wieder eine Woche warten. Und ja, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.